Willkommen zum zweiten Teil vom One Step Closer Tutorial. Ich möchte dir in diesem Video heute Folgendes zeigen. Pre-Refrain. Refrain. Und dann kommt natürlich die Bridge. Und wieder Refrain. Also es gibt viel Spannendes zu lernen heute. Hier in diesem Teil von dieser Videoserie von One Step Closer geht es auf jeden Fall ein bisschen deftiger noch zur Sache. Die Bridge macht echt richtig Bock zu zocken. Also es lohnt sich auf jeden Fall bis zum Schluss dabei zu bleiben. Wenn du Schwierigkeiten haben solltest, jetzt bei so einem Tutorial, empfehle ich dir sehr, sehr dringlich, mal unten in der Videobeschreibung reinzuschauen. Da habe ich einen kostenlosen Crashkurs im Angebot. Schau da einfach mal rein. Da lernst du vieles zum Thema, wie greife ich meine Akkorde, meine Griffe auf der Gitarre, wie halte ich dieses unsägliche Plektrum fest, ohne dass es mir flöten geht. Schau da einfach mal rein, das ist eine dringende Empfehlung, um hier auf meinem Kanal gut zurechtzukommen. Und abonniere meinen Channel, das kannst du auch hier machen. Lass mir einen Daumen nach oben da und schreib mir in die Kommentare, was du in Zukunft sehen willst. Also, los geht's! Der Pre-Refrain ist das erste, was ich dir heute zeigen will, weil es ist relativ simpel. Drückst im 5. Bund auf die Gitarre, auf die Seite, dicke 3 Seiten. Wie gesagt, ich bin hier in Drop D gestimmt. Normalerweise sind die Jungs von Linkin Park noch einen Halbton tiefer gestimmt. Das kannst du dir aber nochmal im ersten Teil der Serie angucken, was ich dazu erzähle. Also, wir sind so gestimmt hier. Drop D. Und ich greife jetzt hier im 5. Bund und schlage dann die, mit dem Zeigefinger, und schlage die D, A und D-Seite oder D, A, D-Seite, wie auch immer du sie nennen willst, an. Zweimal. Und dann, also ich dämpfe dabei auch nichts. Und dann lege ich meine Handkante hier auf die Seiten, um die D- und A-Seite abzudämpfen und schlage dann aber noch 3-mal die tiefe Seite an, die dann aber so abgedämpft klingen muss. Und je akzentuierter und peitschiger die klingt, desto besser. Wenn du das gemacht hast, geht das Spiel wieder von vorne los. Das machst du 4-mal insgesamt. Nochmal langsam. Als Unterstützung kannst du hier den Zeigefinger auch leicht lösen von der A- und D-Seite, damit die Seiten nicht versehentlich weiterklingen, weil das klingt dann nicht gut. Weiter geht es dann zum Refrain. Schön die leeren Seiten hämmern da. Die D, A und D-Seite. 2-mal. Dann im 12. Bund mache ich das jetzt mit dem Ringfinger und da schlägst du einmal runter und einmal hoch. Also. Dann 2-mal runter im 10. Bund. Dann runter hoch im 7. Bund. Also bis dahin. Dann im 8. Bund und zusätzlich dazu im 10. Bund noch auf der D-Seite. Also hast du hier 8, 8 auf der D- und A-Seite und dann auf der hohen D-Seite im 10. Bund mit dem Ringfinger. Dann im 5. Bund Ab- und Aufschlag. Abschlag 2-mal im 7. Bund. Dann greife ich hier im 1. Bund auf der tiefen D- und auf der A-Seite mit dem Zeigefinger und mit dem kleinen oder Ringfinger im 3. Bund auf der hohen D-Seite. Ab- und Aufschlag.
So, das Ganze kannst du auch noch, ne, wenn du dich mit diesen Dead Notes noch nicht so wohl fühlst, noch ein bisschen mehr in Richtung Originalversion treiben, wo die Jungs nämlich anstelle, folgendermaßen, ich spiele es dir mal vor. Immer an den Stellen, wo es Aufschlag gibt, ist der Abschlag eine Dead Note und kein gespielter Akkord tatsächlich. Ja? Also hast du am Anfang 2 Abschläge, da schlägst du dann die Saiten ganz normal an. Und jetzt, wenn du hier im 12. Bund greifst, ist das eigentlich eine Dead Note. Und nur der Aufschlag wird richtig gespielt und runtergedrückt hier im 12. Bund. Dann wieder 2 Abschläge ganz normal im 10. Bund, dann ein Dead Note, wo du dann den Aufschlag im 7. Bund spielst, 2 Abschläge im 8. Bund, Dead Note im 5. Bund und Aufschlag, zweimal Abschlag im 7. Bund und dann wieder eine Dead Note und nur einen Aufschlag hier im 1. Bund. Das ist der Refrain von dem Song. Dann geht es danach direkt wieder in eine Strophe über. Turbo, 8-mal insgesamt. Und jetzt Pre-Refrain ein bisschen anders. Wieder beginnt es so. Und jetzt kommt beim letzten Mal, beim 4. Mal nicht, sondern ja, da kommen am Schluss 4 Dead Notes. 1, 2, 3, 4. Ja, da legst du die Finger, lässt die einfach hier so über den Saiten schweben, berührst die ganz leicht und machst dann Dead Notes. Also der Pre-Refrain nochmal. Dann geht's wieder in den Refrain rein. Nochmal. Doppelt so lang wie der erste. Und dann wird nochmal dran gehängt. 1, 2, 3, 4. Wirklich mit Abschlägen über einen ganzen Takt hinweg. 1, 2, 3, 4. Dann geht es wieder rein ins Hauptintro. Viermal gespielt und dann geht es in die Bridge. Yeah, jetzt geht es richtig ab. Die fängt hier an im 1. Bund und dann spielst du danach die leeren Saiten. Ja, immer wieder über D, A, D-Seite gespielt. Und dann ganz wichtig, Dead Notes. Die Dead Notes werden gespielt mit Abschlag und 2-mal Aufschlag. Und dann dann kommen wir zur Bridge. Die macht besonders viel Bock, wie ich finde. Und folgendermaßen geht die. 1. Bund, D, A, D-Seite, leere Seite. Also. Danach Dead Notes. Du legst die Finger hier einfach da, wo du bist, quer drüber und machst einen Abschlag, Aufschlag und nochmal einen Aufschlag. Leere Seite, 3. Bund, 1. Bund, leer, 6, leer, 3. Und dann geht's von vorne los. Also mal ganz langsam. 3, 1, 0, 6, 0, 3, 1, 0. Dead Notes. 0, 3, 1, 0, 6, 0, 3, 1, 0. 0, 3, 1, 6, 0, 3, 1, 0. Dead Notes. 0, 3, 1.
Ja, und das ist die Hälfte von der Bridge. Nach 4 Malen kommt folgender. Also da hast du wieder 1, 0, Dead Notes, 0, 3, 1, 0, 1, 1, 1. Triolen, 3 Stück hintereinander und dann geht es wieder zum 5. Mal, was wieder dem vorigen Durchläufen entspricht. Letzter Durchlauf. Ja, der 8. Durchlauf ist dann auch wieder ein bisschen anders. Der führt in den Refrain wieder rein. 1, 0, Dead Notes. 0, 3, 1, 1, 1, 1, 1. Einfach mit Abschlägen gespielt oder im Wechselschlag. Also das letzte Mal, das 8. Mal. Refrain. Kein Schlussakkord, es bleibt nach diesem drangehängten Takt hier im ersten Bund, beziehungsweise dritten Bund hier mit dem kleinen oder Ringfinger. Bleibt es dann dabei, ja? Da spielen wir am Schluss wirklich 1, 2, 3, Break. So, wenn irgendetwas unklar sein sollte zu diesen Parts, schreibt das sehr gerne in die Kommentare rein. Ich freue mich auch über ein Abo unten, gefällt mir hier auf dem Video. Und wenn du Schwierigkeiten damit haben solltest, so rein technischer Natur, check mal in der Videobeschreibung meinen Crashkurs aus. Kostet dich absolut gar nichts, kein Jamba-Sparabo oder irgend so ein Quatsch. Da kriegst du eine sehr gute Grundlage zum Thema Gitarre lernen, Gitarre spielen, wie du so am besten greifst, damit es gut funktioniert, du keine Schwierigkeiten hast, dass dir das Plektrum andauernd flöten geht. Also lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mach's gut, ciao!